Hallo, hier ist Antonis von der Product Innovation Lounge. Wir machen dieses Mal wieder mit dem Shutline-Script in Dynamo für Alias weiter. Das hat ja schon mit einer Fläche und einer Kurve funktioniert. Sowas mit mehreren Flächen und mehreren Kurven zu machen, kann aber unter Umständen im ersten Moment verwirrend sein. Zumindest war es das für mich. Und ich möchte euch in diesem Video erklären, was da im Hintergrund passiert und wie ihr mit eigentlich nur einem Klick zu eurem gewünschten Ergebnis kommt. Dann fangen wir mal an. Ja, das war ja das File vom letzten Mal. Wir haben unsere Kurve, unsere Fläche und den Output aus Dynamo. Wenn ich hier einmal über Query Edit reingehe, dann sehen wir das Skript mit den Flächen und Kurven, die dann einmal hier durch die Befehle gehen und wieder die Fläche in Alias ausspucken. Dann können wir ja einfach mal probieren, was passiert, wenn wir anstatt einer Fläche 4 Flächen anwählen. Dazu klicke ich in unserem Dynamo-Script bei Surfaces from Alias auf Change und dann springt mir Dynamo auch zu Alias. Hier wähle ich jetzt die 4 Flächen an und klicke auf Send. So, wir sehen, er hat die Tube umgesetzt auf unsere neuen Flächen und soweit sieht das Ganze eigentlich ganz gut aus. Das heißt, er kommt auch mit mehreren Flächen klar. Jetzt können wir das Ganze mal noch mit mehreren Kurven probieren, um zu schauen, wie das funktioniert. Da können wir mal so machen und so. Und verziehen mal einfach die Kurven so, dass sie überall ein bisschen drüber gehen. Und in Dynamo wieder klicken wir jetzt bei Curve auf Select und wählen unsere 2 neuen Kurven und klicken auf Send. So, und jetzt plötzlich funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Und das hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil mir das im ersten Moment nicht ganz verständlich war, wieso. Dazu muss man Listen verstehen und das möchte ich euch gerne einmal hier zeigen. Ja, genau, da müssen wir einmal kurz nochmal hier über Query Edit rein, dann zeigt uns hier alles richtig an. Und zwar gibt es, um erstmal einen Eindruck zu haben, was wir jetzt überhaupt von Alias ziehen, über rechte Maustaste können wir auf Watch gehen und hier können wir unsere Nodes einstöpseln und sehen, was hier rüberkommt. Hier sehen wir zum einen die 4 Flächen, die wir angewählt haben. Über Copy und Paste kann ich mir nochmal so ein Fenster aufmachen und ziehe jetzt von den Curves raus. Das heißt, ich habe 4 Flächen und 2 Kurven und es kommen diese Sachen raus. Und ich möchte jetzt euch gerne erstmal unabhängig von unseren Geometrien das Prinzip von Listen und wie Listen miteinander arbeiten zeigen. Das Ganze mache ich jetzt erstmal nur mit Strings, das heißt quasi Schrift. Und dazu mache ich jetzt Surface 1, mache ich eine zu viel, 4 Strings, die für unsere Flächen stehen. So. Dann kopieren wir das Ganze mal rüber und machen hier eine Kurve 1 und eine Kurve 2. Und daraus machen wir eine Liste jeweils. Das heißt, List Create gibt es hier als Befehl. Hier oben haben wir 4 Items und unten 2. Wer schon mal ein bisschen mit Programmieren zu tun hatte, weiß, dass dort beim Programmieren immer mit 0 angefangen wird und nicht mit 1. Also das erste Item ist 0 und so weiter. So, und das können wir alles mal
so zusammenstöpseln. So, und dann sieht es ja schon mal sehr ähnlich aus zu den Listen, die wir oben hier rausbekommen haben. Das heißt, einmal eine Liste mit 4 Flächen, einmal eine Liste mit 2 Kurven. Und bei 2 so unterschiedlich langen Listen ist ja die Frage, wie die Funktion damit umgehen soll. Irgendwie muss sie ja die Sachen miteinander verrechnen, obwohl sie nicht genug Nodes voneinander hat. Und das Ganze nennt sich Lacing. So, und wir können mal anfangen mit Longest. Da brauchen wir jetzt hier oben erstmal eine Funktion. Das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Das ist jetzt nur für die Darstellung, damit wir hier unser Beispiel zeigen können. So, also das ist unsere Funktion. Wir stöpseln hier unsere 2 Listen ein und wir hängen hier hinten wieder so ein Watchfeld ein. So, jetzt sehen wir also, List Lace Longest heißt, dass er quasi die Listen anhand der längsten Liste verrechnet. Das heißt, die längste Liste ist die mit den Flächen 1, 2, 3, 4. Und jetzt verlängert er die zweite Liste so, dass sie lang genug ist. Das heißt, die erste Fläche wird mit der ersten Kurve kombiniert, die zweite Fläche mit der zweiten Kurve und dann wird auf allen weiteren Flächen immer die letzte Kurve projiziert. Und wenn wir nochmal zurückdenken an unser Beispiel mit der einen Kurve auf mehreren Flächen, sehen wir, dass das eigentlich gut funktioniert, so wie wir es auch gesehen haben, weil einfach diese Liste verlängert wird und auf alle Flächen diese eine Kurve projiziert wird. Sobald wir aber mehrere Kurven haben, ist das Problem, dass wir ja eigentlich auf allen Flächen alle Kurven projizieren müssten und das passiert hier nicht. Genau. Dann habt ihr schon gesehen, ich zeige euch noch die zweite Funktion, das ist Lace Shortest. Da können wir die gleiche Funktion verwenden und ziehen wieder unsere 2 Listen rein. Hoch. Und jetzt sehen wir, dass das eigentlich noch unvorteilhafter ist, weil er jetzt diese Verknüpfung der 2 Listen anhand der kleineren Liste orientiert. Das heißt, sobald die zweite Liste zu Ende ist, hört er auch mit der ersten Liste auf. Das heißt, wir verrechnen eigentlich wieder zu wenig. Und was wir hier jetzt eigentlich brauchen, ist, ich zeige es euch im Listenreiter, da sieht man das nochmal besser unter Match. Sieht es nämlich schon viel besser aus. Hier sehen wir Lace Longest und Lace Shortest. Die Icons sagen eigentlich genau das, was ich euch in Worten versucht habe zu vermitteln. Und wir sehen, dass Cartesian Product offensichtlich am ehesten dem entspricht, was ich gesagt habe, nämlich alle Flächen mit allen Kurven zu verbinden. Und wir nehmen wieder die gleiche Funktion, stecken wieder unsere 2 Listen hier ein und schauen mal, was jetzt rauskommt. So, und das sieht jetzt nämlich ziemlich gut aus. Das heißt, Fläche 1 jeweils mit Kurve 1 und Kurve 2, Fläche 2 mit Kurve 1 und Kurve 2 und so weiter und so fort. Also das funktioniert von der Listenaufbereitung bzw. von der Verarbeitung genauso, wie wir es brauchen. Und das Schöne ist, man kann das so kompliziert machen, wie ich es jetzt hier einmal gezeigt habe, damit ihr es versteht. Aber dieses Lacing ist in allen Funktionen mit integriert. Ich hole noch mal kurz hier unseren Viewport her. Und zwar, genau, es ging ums Lacing. Wenn ihr hier auf eure Node geht, rechte Maustaste, dann seht ihr hier den Punkt Lacing und der ist aktuell auf Auto
gestellt. In dem Fall können wir aber hier unten dieses Cartesian Product, nennt man auch Cross Product, und wenn wir da draufklicken, dann seht ihr, jetzt macht er auf allen Flächen alle Projektionen. Wir können auch hier unten schauen, was rauskommt, beziehungsweise wir sehen es ja auch, dass das so passt. Genau, also von dem her ist das der einfache Weg, wie wir hier auf mehreren Flächen mehrere Kurven projizieren können. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und ihr konntet ein wenig verstehen, wie das funktioniert. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir bei dem Thema weitermachen. Macht's gut!